Willkommen Leute zur zweiten Folge des Mod-Editor-Tutorials und heute habe ich mir natürlich mal wieder Unterstützung geholt. Liebe Timo ist auch wieder dabei. Grüß dich, Timo. Hallo Toni, hallo Leute. Und Leute, wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon erkennen konntet, schauen wir uns heute ganz einfach mal den Straßenbau an. Also wie kann ich meine Straßen setzen, wie baue ich generell meine Straßen im Modding-Editor. Und ja, da haben wir jetzt, wie ihr hier sehen könnt, unsere Hintergrundkarte, Timo. Und du hast ja jetzt hier schon eine Stelle rausgesucht. Vielleicht erzählst du da ganz einfach mal, ja, wie wir da jetzt vorgehen oder vor allem auch, wie da jetzt wirklich jemand vorgehen sollte, der jetzt sich das letzte Video angeschaut hat, die Basics ein bisschen drauf hat, jetzt weiß, ja, was die Grundlagen im Modding-Editor sind und ja, wie man jetzt vorgeht, wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen möchte. Ja, das machen wir mal. Also ich würde generell so anfangen, dass ich mir halt erstmal die Straße grob erstmal begrenze mit dem Spline. Dazu würden wir dann erstmal anfangen mit dem Kannstein. Nehmen wir mal so einen Kannstein 10x30 zum Beispiel. Da sind schon ein paar da. Da müsst ihr dann mal gucken, was da für euch am besten passt. Ja, vielleicht bevor wir da jetzt weitermachen, du suchst da jetzt hier schon unten, was ist das genau und was ist das überhaupt erstmal für die Leute, die da wirklich noch gar keinen Plan von haben? Genau, also das hier unten, das sind die ganzen Straßensplines, also da sind einzelne Teile, kleine Kannsteine, Fußgängerüberwege und so weiter und so fort. Und aus diesen Stücken könnt ihr euch halt die Straßen dann zusammenbauen. Okay, verstehe. Und dann fängt man sich dann ja erstmal an, da die einzelnen Sachen rauszusuchen und fängt da jetzt hier mit einem Kannstein an, oder habe ich das richtig verstanden? Das ist zumindest meine Herangehensweise. Also kann man natürlich machen, wie man das für sich selbst so ein bisschen am besten hält. Aber ja, das ist so, wie ich da rangehen würde. Okay, Timo, du bist der Experte, dann würde ich sagen, machen wir das auch mal so. So, also ich ziehe mir halt dann jetzt erstmal den Anfangsspline ein bisschen größer, dass wir halt erstmal eine Begrenzung für die Straße haben. Dazu könnt ihr links und rechts die Spline-Punkte anklicken. Und dann könnt ihr mit der Taste M erstmal die Tangenten so ein bisschen entspannen. Damit habt ihr dann erstmal eine gerade Linie, womit ihr halt ganz grob erstmal die Straße einfasst. Wenn ihr dann nicht mehr die Spline-Punkte verschieben wollt, sondern den Spline an sich, um den halt nochmal ein bisschen nachzupositionieren, könnt ihr das natürlich auch machen, indem ihr einfach den Spline nochmal anklickt und dann halt einfach nochmal so ein bisschen verschieben. Okay, also das macht man jetzt am Anfang erstmal einfach grob, um sich da einfach mal die Linie zu setzen, den Bereich zu setzen, mithilfe der Hintergrundkarte, wo man dann letztendlich dann auch die Straße hinsetzen möchte. Genau, richtig. Wenn wir das dann haben, dann können wir erstmal die andere Seite der Straße so ein bisschen grob einfassen. Dazu halten wir dann die Alt-Taste gedrückt, um den Spline, den wir schon gelegt haben, einmal zu kopieren. Und da der dann jetzt quasi auf der anderen Seite falsch rum ist, drücken wir einmal L und dann flippt der quasi einmal die Seite. Ja, super. Und dann mache ich das auf beiden Seiten? Genau, im Prinzip ja. Also erstmal das ganz Grobe und vom Groben dann halt immer ins Feine. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diese Kurvenrundung reinmachen wollen, dann brauchen wir jetzt neue Spline-Punkte und die würden wir mit gedrückter Alt-Taste dann einfach nochmal einfügen. Einmal hier, einmal da. Und dann trennen wir uns den Spline einfach mal auf. Mit der V-Taste, wenn ihr einen Spline-Punkt angewählt habt. Und dann könnt ihr, komm her, den anderen Spline-Punkt einfach um die Kurve legen und mit der Taste M dann wieder entspannen so ein bisschen, so dass wir dann die Rundung reinkriegen. Okay, dann könnte ich mir auch vorstellen, vor allem am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht, dass man sich da ganz einfach mal rantasten muss, vor allem am Anfang,
dass man das Ganze dann auch, wie du schon gesagt hast, erstmal grob macht und dann ja das immer feiner ausrichtet, sodass das dann am Ende auch wirklich so aussieht, wie man es dann auch wirklich gerne hätte. Genau, richtig. Also immer so vom Groben ins Feine rein. Das ist eigentlich eine ganz gute Faustregel. Okay. So, jetzt haben wir die eine Rundung hier quasi schon halbwegs vernünftig. Und dann können wir mit der J-Taste uns mal den Pivot quasi wieder zurücksetzen auf die Mitte von dem Spline. Und dann können wir den auf der linken Seite eigentlich so nochmal wiederverwenden. Und dann drehen wir das einfach einmal um 90 Grad. Wir schieben das halbwegs hin und verbinden das dann hier mit der Taste C. Ja, und dann können wir einfach in die Seiten. Jo, jetzt hat er mich weggeschmissen. Da sind wir wieder. Was drücke ich da jetzt in so einem Fall zum Beispiel, wenn ich da jetzt auf einmal weg bin? Mit ein bisschen Glück hast du halt noch ein Spline angewählt, dann kannst du die F-Taste drücken. Okay. Dann kommt er mit der Kamera wieder dahin. Also zu dem, was du gerade angewählt hast. Und mit ein bisschen Pech musst du halt einfach rausfliegen und suchen, wo du gewesen bist. Okay, verstehe. So, hier dann wieder mit gedrückter Alt-Taste einfach noch einen Spline-Punkt rausziehen. Das könnt ihr machen, so lange wie ihr wollt. Und dann gehen wir mal so ein bisschen ans andere Ende und positionieren uns den einfach mal dahin. So, wie wir sehen, ist jetzt die Ausrichtung noch nicht so ganz richtig. Also der geht halt hier von dem Kannstein gerade noch so ein bisschen schräg. Dann schieben wir den einfach ein bisschen hin, so dass es wieder passt. Und dann müssen wir, damit das nicht so einen Bauch macht, die Tangenten dann halt jeweils ein bisschen ausrichten. Also nehmen wir erstmal den linken Spline-Punkt und richten die Tangente quasi so aus. Und dann machen wir das nochmal hier mit. Und richten die da nochmal hinaus. Und dann haben wir quasi die Flucht von der Straße wieder eingefangen. Alles klar, und das machst du jetzt logischerweise auch noch auf der anderen Seite? Könnte man machen, aber wenn man vielleicht ein bisschen schlauer ist, dann machen wir das so, kopieren uns diesen Spline hier wieder. Ah, ja, okay. Da spart man sich natürlich dann auch eine ganze Menge Arbeit. Richtig. Und dann schieben wir den grob wieder hin und verbinden hier dann einfach wieder den Spline. Ja, und so haben wir dann eigentlich schon mal grob die Seitenstraße eingefasst. Hier können wir dann noch so ein paar kleine Details erstmal reinbauen. Hier ist dann auch nochmal eine Seitenstraße, die können wir gleich mal mitmachen. Dazu wieder die Alt-Taste gedrückt und Spline-Punkte einfügen. Und dann erstmal grob in die Seitenstraße reinführen, den Spline. So, hier ist jetzt natürlich so ein bisschen das Problem mit dem Baum. Der verdeckt uns hier wahrscheinlich eine Parkbucht dann. Ja. Und dazu können wir uns dann nochmal Spline-Punkte einfügen. Und dann müssen wir dann so ein bisschen schätzen, wo wohl diese Parkbucht aufhört. Da könnt ihr dann natürlich auch in Maps nochmal in der Detailansicht gucken, wo das denn wirklich losgeht. Okay, ich merke schon, das heißt, es gibt wahrscheinlich auch viele kleine Details, viele Kleinigkeiten, die man dann einfach ja mit der Erfahrung dann immer besser weiß, wie man da auch ja am besten handelt, reagiert, sodass man da auch dann effektiv das Ganze dann auch so hat, wie man möchte. Ja, so ungefähr. Dann gibt es noch eine kleine Spezialität. Mit der Taste M, hatte ich ja schon mal gesagt, kann man die Spline-Punkte quasi vermitteln und so ein bisschen ausrichten. Dann können wir das hier nochmal so machen, dass die Kante gerade bleibt. Und hier könnte man dann halt so einen Bogen reinmachen.
Oder aber vielleicht will man eine spitze Kante haben, dann drückt man Shift und M und wählt sich auch nochmal den anderen aus. Und dann gibt es halt keine Rundung mehr, sondern macht halt einfach eine harte Kante. Alles klar. Und mit welcher Taste verbindet man nochmal Splines, weil ich das eben ja, gesehen hatte? Genau, also auftrennen war die Taste V. Dann haben wir gerade 2 Spline-Stücke. Und mit der Taste C kann man die aneinander snappen. Dann sind die nicht wieder verbunden zu einem Spline. Das wäre dann, wenn man beide auswählt, die Taste B. Jetzt ist das wieder ein kompletter Spline. Aber C ist dann quasi das dran gesnappe. Okay. Ja. Und das hier können wir ja dann eigentlich auch wieder nochmal rüber kopieren. Dazu können wir nochmal die Taste J drücken, um den Pivot wieder auf die Spline-Mitte zu setzen. Mit der Taste Alt wieder rausziehen, einmal L drücken, um das wieder umzukehren. Und jetzt würde hier sehr wahrscheinlich dann das hier ungefähr hier hinkommen. Wir sehen es halt wieder nicht durch den Baum. Und dann drücken wir einfach wieder Steuerung M, Shift und M, Entschuldigung. Und haben hier quasi dieselbe Form. Mehrere Spline-Punkte kann man auswählen mit der Steuerung-Taste gedrückt. Dann kann man mehrere gleichzeitig verschieben. Ja. Und dann ziehen wir uns hier nochmal einen Spline-Punkt raus. Ungefähr so lang, würde ich mal grob schätzen. Wieder die Tangenten entspannen mit M. Ein bisschen in der Nähe dann den Spline-Punkt hinschieben und C drücken. Und dann ist es wieder verbunden. So, dann können wir in den Details den Fußgängerüberweg quasi schon mal vorbereiten, dass der abgesenkt ist. Dasselbe können wir hier machen. Da der Spline 10 cm hoch ist, können wir ungefähr 8 cm runtergehen mit dem. So dass wir dann halt später, wenn die Straße reinkommt, noch ungefähr 2 cm rausstehen mit dem Kannstein und dann halt auf den Fußgängerüberweg übergehen. Okay. Also Leute, ihr merkt, das sind wirklich ja, sehr, sehr viele kleine Details, kleine Schritte, auf die man ja Acht geben muss. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr das vor allem auch ja, zum ersten Mal macht, noch nie zuvor gemacht habt, dann schaut euch vor allem diese Videos an, genau dafür sind die da. Geht auch immer wieder zu den Stellen, wo ihr vielleicht gerade nicht weiterkommt, sodass ihr das Ganze dann auch wirklich von Anfang an richtig lernt, effektiv lernt, dass ihr das Ganze dann auch irgendwann mit der Zeit dann ja auch drauf habt und dann auch einfach die Fähigkeit habt, da einfach das umzusetzen, was ihr wirklich auch ja, erschaffen wollt im Modding Editor. Genau, also kleine Schritte und dann halt einfach, ja, darauf aufbauen. Jetzt sehen wir hier, dass hier Leitstreifen eingebaut sind. Dafür gibt es halt auch schon Splines. Und ich habe das jetzt schon so vorbereitet, dass ich quasi dieses Stück, wo die Leitstreifen dann dran sind, aufgetrennt habe. Also von den restlichen Spline-Stücken dann quasi getrennt habe. Okay. Dann gibt es ein bisschen weiter unten in den Details, könnt ihr sehen, welcher Spline-Typ gerade benutzt wird. Und hier können wir dann halt einfach mal durchwechseln. Und dann seht ihr auch gleich, habe ich jetzt gerade den hier zugewiesen. Wir können aber auch mal den hier ausprobieren. Oder mal den hier. Ja, da gibt es verschiedene Varianten und alles, was es nicht gibt, kann man sich auch selber noch bauen, aber da kommen wir mal später zu. Das heißt, auf alle Fälle kann man sich da austoben und auch ja, sehr, sehr viele verschiedene individuelle Dinge erschaffen. Genau, richtig. Dasselbe können wir hier drüben nochmal machen. Dann haben wir das auch schon vorbereitet. Und ja, dann können wir eigentlich hier schon im Kurvenbereich, da ist ja normalerweise auch abgesenkt, das dann auch schon mal vorbereiten. Ich mache das jetzt einfach mal grob hier. So. Ich trenne das hier alles deswegen schon auf, weil wenn wir die Straße jetzt hier reinlegen, bräuchten wir eine Kante, die halt nicht abgesenkt ist, weil sonst würde die Straße
diese Absenkung mitmachen. Und deswegen können wir dann quasi von dem Spline, der auf Normalhöhe ist, zu dem nächsten Spline, der auf Normalhöhe ist, dann später verbinden und so die Straße dann reinlegen. Verstehe, das heißt, du arbeitest da vor allem auch immer wieder vorausschauend und weißt schon die nächsten 3 Schritte, was du da machst, sodass du das dann auch ohne Probleme ja, verbinden kannst und eben das dann so bauen kannst, wie du möchtest. Genau, richtig. So, dann haben wir das. Und dann können wir uns hier jetzt nochmal die Parkbuchten vornehmen. Das trenne ich jetzt auch schon mal ein bisschen auf. Das ist natürlich situationsabhängig, was ihr da gerade braucht. Ich weiß zum Beispiel, dass wir hier auch eine Parkbucht für haben, die passen müsste. Hierfür müsste man diesen Spline kopieren. Das mache ich einmal mit Steuerung und D. Und dann weise ich hier den neuen Spline einfach wieder zu. Und der neue Spline hat jetzt aber die Knickform quasi vom alten übernommen. Und das wollen wir aber nicht. Und dafür gibt es die Slant Angles hier. Und wenn wir den wieder auf 0 setzen, dann ist der Spline wieder gerade. Und dann können wir den einfach hier ein bisschen überlappen. Und dann haben wir hier schon mal so ein bisschen die Parkfläche. Okay. Und so wie wir hier gerade oder wie du gerade vorgehst, ist auch wirklich immer deine Vorgehensweise, wenn du selbst dann ja Straßen erstellst. Also das ist wirklich, ich meine, du hast ja eine Riesenerfahrung jetzt auch mit das Effektivste, was sich herausgestellt hat bei dir, wie man da auch insgesamt vorgehen kann. Für diese Situation jetzt gerade ja. Das kann natürlich in der nächsten Straße anders aussehen. Ja, also da gibt es auch viele verschiedene Szenarien. Also das kann man auch nicht so pauschal sagen. Genau, richtig. Also, aber da ist euer Weg immer der beste. Also nicht zu sehr auf mich verlassen. Okay, das heißt einfach, Leute, ihr müsst da vielleicht auch einfach euren Weg finden, einfach viele Dinge ausprobieren und ja, dann mit der Erfahrung ist ja ganz logisch, da wird es dann auch immer schneller, besser und einfacher für euch. Deswegen fuchst euch da einfach rein und ja, macht einfach. Richtig. Das ist, glaube ich, wirklich sehr sinnvoll. Wenn ihr mal später wieder an eine Stelle kommt, wo ihr nicht mehr genau wisst, was ihr denn hier benutzt habt, dann könnt ihr auch jederzeit quasi euch anzeigen lassen, was ihr da benutzt habt, um halt auch mit einem passenden Stück dann einfach weiterzumachen. Ich wollte jetzt hier noch ein bisschen Kopfsteinpflaster dran. Und deswegen tauschen wir das einfach mal da. Das ist nicht der richtige. Wir nehmen hier mal das hier. Ja, das habe ich gesucht. Und ziehen das hier dann quasi schon mal so ein bisschen durch hier. Hier geht es dann halt langsam schon so ein bisschen an die Details ran. Wie ihr merkt, werden dann auch die Formen übernommen von dem Grundspline. Also der macht da jetzt nicht irgendwelche anderen Formen, nur weil ihr den Spline tauscht. So, hier haben wir dann auch nochmal eine Parkbucht. Da können wir dann auch nochmal Spline-Punkte reinschieben. Und die geht dann ungefähr bis hier. Und dann wählen wir uns die beiden hier aus und schieben die einfach hoch. Ja, sieht noch nicht ganz so schön aus. Probieren wir es mal so. Nee, das ist es auch noch nicht.
Und dann können wir immer noch hinterher quasi so ein bisschen nacharbeiten, um dann die Formen zu treffen, die wir eigentlich haben wollen. So, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, dass diese Rundung hier ein bisschen zu klein ist, um die gesamte Spline-Breite darzustellen. Also hier verschiebt er ineinander. Da müssen wir dann die Formen entweder anpassen oder wir trennen dann hier einfach nochmal auf und tauschen nochmal gegen den alten und verbinden das dann manuell später. So. Dann können wir hier auch nochmal alles zuweisen. Ja. Und wie ihr seht, haben wir hier schon eine riesengroße Auswahl an vorgefertigten Spline-Stücken. Teilweise dann halt schon mit dem Gehweg dran. Das können wir dann auch mal ausprobieren. Hier ist auch wieder eine Parkbucht. Wir haben hier so ein bisschen versucht, die Splines zu benennen. Also hier steht zum Beispiel Curb 10x30, dann ist das halt ein Curb 10 cm hoch, 30 cm breit. Dann kommen 50 cm Kopfsteinpflaster und dann halt der Bürgersteig und so weiter und so fort. Und so könnt ihr dann halt ungefähr schon mal grob abschätzen, was ihr euch dann da hinlegt. Also man sieht ja auch auf jeden Fall, das ist eine Riesenauswahl hier. Da ist auf jeden Fall alles da, was ihr braucht, auch in den richtigen Varianten. Da muss man sich halt ganz einfach, ja, am Anfang auch erstmal einen Überblick verschaffen, schauen, was ist überhaupt alles da. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall, ja, sehr gern dran bedienen. Genau. Ja, das ist dann im Prinzip grob, wie man die Straßen erstmal einfasst und den Bürgersteig könnten wir dann vielleicht nochmal so ein bisschen machen. Ja, das heißt also, erster Schritt grob Straße einfassen und dann könnte man jetzt im nächsten Schritt, ja, den Bürgersteig legen. Ja, und wie geht man da jetzt genau vor? Ja, da gibt es halt verschiedene Varianten. Entweder halt erstmal so einen vorgefertigten Bürgersteig hier grob rein. Ja, das ist leider nicht der passende. Ja, das ist leider auch mittlerweile dann viel. Also selbst für dich, der da wirklich auch schon stundenlang, ja, mit dem ganzen Tool gearbeitet hat, du musst da auch selber noch ein bisschen auch teilweise suchen, weil es einfach wirklich schon so eine große Auswahl ist. Im Prinzip ja, aber wenn man dann quasi einmal die Muster hat, die man braucht in so einer Szene, dann findet man die auch sehr schnell wieder. Okay. In der Regel sind halt so die Bürgersteigbreiten halbwegs gleich in so einer Straße. Und ja, der Aufbau ist eigentlich relativ gleich. Okay, verstehe. Das heißt, du suchst hier noch gerade den passenden Bürgersteig. Genau. Richtig. Das ist er immer noch nicht. Aber wir kommen da langsam hin. Ja, der könnte schon besser passen. So.
Und woran macht man das überhaupt fest, ob jetzt ein Bürgersteig passt oder nicht? Ist es dann eine technische Frage oder eher geht es jetzt hier um das Optische? Das ist eine optische Entscheidung für euch. Also ihr wollt ja, oder ihr habt ja die Hintergrundkarte und seht ja, was ihr ungefähr hier machen wollt. Also grob die Vorgabe. Was ihr daraus macht, ist natürlich völlig euch überlassen. Aber ja. Okay. So, dann können wir hier nochmal. Ich bereite das jetzt quasi vor, dass wir den Bürgersteig dann einfach einfassen können. Man könnte natürlich auch einfach dann die Rückseite von den Gebäuden einfach füllen mit einer Fläche. Ja. Ähm, Und wie genau, also was machst du da jetzt genau, dass du, wenn du sagst, du bereitest das vor? naja, ich möchte halt eigentlich erstmal, dass die Straßeneinfassung halt einen geschlossenen Sinn ergibt irgendwo. Ja. Und wenn das dann gemacht ist, dann würde ich halt die fehlenden Polygone, also die Löcher quasi dann füllen mit Okay. Polygonen. Ja, hier haut es wieder nicht so ganz hin, aber auch nicht so tragisch. So. Ja, dieses Stück hier hat halt leider nicht so ganz funktioniert. Da müssen wir uns dann ein bisschen anders behelfen. Was wir hier jetzt zum Beispiel machen können, wäre entweder diese Stücke hier nochmal löschen und dann hier nochmal rausziehen und ein bisschen nachbearbeiten. Ja, an der Stelle will ich auch nochmal sagen, also auch wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, auch mit Hilfe des Videos nicht weiterkommt, ihr könnt da immer wieder gern uns auch direkt Fragen stellen, am besten auf Discord. Da gibt es direkt im Modding-Bereich da auch einen Quick Support. Ansonsten einfach unter das Video schreiben oder uns eben auf sämtlichen Social-Media-Plattformen uns anschreiben, schreiben, erreichen. Aber wie gesagt, am besten auf Discord. Und da solltet ihr auch immer wieder relativ schnell eine passende Antwort für kriegen. Genau. So wirklich möchte das Stück hier irgendwie nicht. Also das hat mich gerade so ein bisschen auf dem Kieker heute. So. Ja, ich glaube, jetzt können wir es gebrauchen. Ja, dann gibt es noch Optionen, wenn ihr einen Spline angewählt habt, kommen auch ein paar Optionen dazu. Man kann sich halt zum Beispiel dann auch die Connections nochmal anzeigen lassen oder die verbindbaren Positionen. Und dann können wir hier jetzt einfach mal grob schon den ersten Bürgersteig hier als Poly generieren. Dazu einfach alle Kanten selektieren mit gedrückter Shift-Taste. Und dann könnte man einfach P drücken für Poly. Und dann kriegt man hier ein Polygon generiert. Super. So, jetzt wollen wir natürlich möglichst das Material wieder
aufnehmen, was hier benutzt wird. Und dazu können wir dann einfach mal einen Doppelklick hier unten auf den Spline machen, den wir hier benutzt haben. Und dann begrüßt uns das hier. Sieht ja erstmal nicht so schön aus. Ja, das kann man sich aber quasi wie den Kuchenschnitt vorstellen. Also ist eigentlich der Querschnitt von dem Spline, den wir da benutzt haben. Okay. Hier ist dann quasi der Kannstein. Ich lege es mal ein bisschen daneben, vielleicht sieht man es dann besser. So, wir fangen hier mit dem Kannstein an. Dann kommt hier das Stück, dann kommt hier das Stück Kopfsteinpflaster. Das wäre dann von hier bis hier. Und dann kommt das Stück mit dem Fußweg. Und vom Fußweg wollen wir quasi das Material haben. Dann klicken wir quasi auf einen Spline-Punkt von dem Fußweg. Und ein bisschen weiter hier unten können wir uns dann das Material anzeigen lassen. Und da können wir dann hier wieder auf die Lupe klicken und das Material dann einfach hier zuweisen. So findet ihr quasi jedes Material, was irgendwie verwendet wurde. Verstehe. Das heißt, jetzt haben wir da auch diese Fläche ausgefüllt, die man eben so füllen darf, wo man halt noch diese Dinge beachten sollte. Genau. Dann könnten wir eigentlich schon mal ein bisschen Straße da reinlegen. Das wäre doch super, damit das Ganze auch rund wird. Genau. Wir verzichten jetzt mal auf die restlichen Stellen, aber ich glaube, das System ist vielleicht so ein bisschen klar im Moment. Ja, klar, denke ich auch. Ich meine, es geht ja jetzt hier auch einfach darum, dass ihr das Ganze versteht, dass wir da mal wirklich die einzelnen, auch sehr vielen Schritte durchgehen, Stück für Stück. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt auch mal wirklich zur Straße an sich. Genau, machen wir. Dazu würde ich, wie gesagt, ich habe ja vorbereitet die Kanten, die halt noch auf normaler Höhe sind. Da können wir uns dann die mal auswählen. Und das war dann quasi von hier bis hier. Und hier sehen wir ja, haben wir schon mal ein bisschen den Kannstein abgesenkt. Also der geht jetzt hier quasi von Normalhöhe auf unter die Straßenhöhe. Und das heißt, wir generieren jetzt erstmal nur von hier bis hier ein Polygon. Das war dann wieder mit P. Und haben dann jetzt quasi unser erstes Straßenpolygon. Und jetzt müssten wir natürlich noch, damit wir auch eine geschlossene Straße kriegen, von der anderen Seite nochmal mitmachen. Und dann fangen wir einfach hier schon mal an. So, und jetzt haben wir hier so ein bisschen das Problem, dass wir nicht wirklich einen ganzen Spline als Ankerpunkt haben für unsere Straße. Das heißt, wir ignorieren das hier erstmal einfach und gehen einfach auf den nächsten, der dann halt wieder nicht auf Normalhöhe ist, sondern jetzt auf Normalhöhe ist. So, und wählen uns dann jetzt erstmal die Punkte aus. Und das machen wir dann quasi, bis wir am anderen Ende angekommen sind. So, und dann drücken wir wieder P. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Zwischenstück einmal auswählen, nochmal P drücken. Und jetzt haben wir erstmal eine geschlossene Straßendecke. Das sieht doch schon mal schöner aus als davor. So, und jetzt wollen wir erstmal mal wieder gucken, wo wir denn hier waren. Jetzt sehen wir hier oben in den Ordner, wir sind hier in den Splines.
Die Splines liegen in den Generated Streets drin. Und auch hier könnt ihr dann draufklicken und seht quasi alles mögliche, Splines, Modifier, Straßenmarkierungen, das können wir auch gleich nochmal machen, Materialien. Und jetzt können wir einfach mal durchgucken, was uns denn für ein Asphalt vielleicht gefällt. Da sehe ich auch schon, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Asphalt. Ja, kann man so sagen. Ja, ich glaube. Na, ich nehme jetzt erstmal den hier und den weise ich jetzt erstmal grob zu. Nicht irritieren lassen von diesen Streifen. Das könnt ihr alles noch ein bisschen anpassen. Und zwar gibt es dann, wenn ihr die Polygone zu den Straßen ausgewählt habt, gibt es hier noch die UV Projection Transform. Und da würde ich in der Skalierung erstmal eine 10 ungefähr nehmen. Und dann sieht das auch alles halbwegs anständig aus. Und dann kann man das noch ein bisschen eindrehen, dass diese, ich setze es nochmal zurück auf 1, dass die Fahrtrichtung dann quasi auch ein bisschen mit drin ist. Dann drehen wir das mal so ungefähr 10 Grad. Ja, oder vielleicht ein bisschen weniger. Machen wir mal 9. Und dann seht ihr, dass die Riefen hier oder die Rillen quasi erstmal der Straße folgen. Und dann könnt ihr das groß skalieren. Ja. Das heißt auch hier wieder viele einzelne Schritte, die aber mit der Zeit, denke ich, dann auch gar nicht so schwer sind durchzuführen. Genau. Und dann könnt ihr euch nochmal, um diese ganzen bunten Markierungen hier wegzukriegen, könnt ihr nochmal die Taste G drücken. Dann habt ihr quasi die Game-Ansicht und seht dann im Prinzip das Finale, wie es im Spiel aussehen würde. Ja, und das sieht doch jetzt auch schon mal sehr stark nach einer wunderschönen Straße aus. In grob, ja. So, mal grob geschätzt hier. Und dann machen wir hier auch wieder die Skalierung rein. Ja. Und wie ihr seht, haben wir dann jetzt hier schöne abgesenkte Bordsteine. Ja, wo man dann auch eigentlich recht schön langfahren können sollte. Ja, super. Das Stückchen hier macht nicht viel Sinn. Also das können wir vielleicht einfach nochmal nachbearbeiten. Dann wählen wir hier einfach nochmal den Punkt aus und drücken den auch nochmal die 8 cm runter. Und verbinden den hier. Das geht jetzt natürlich nur, weil die Straße mit diesem mit diesen Splines nicht verbunden ist. Deswegen kann ich die einfach nachbearbeiten, ohne dass das Auswirkungen auf die Straße hat. Okay. Ja, das ist eigentlich so ziemlich grob, wie man Straßen baut. Ja, das war doch mal sehr ausführlich. Und jetzt nur noch mal dazu, also wenn man das dann grob erstmal erstellt hat, dann ist es natürlich so, dass man sich das am besten dann nochmal in der Game-Ansicht anschaut, um dann nochmal im Detail zu schauen, okay, wo kann ich da nochmal was verbessern, perfektionieren, um dann auch eben wirklich das so zu haben, wie ich es doch auch am Anfang haben wollte. Genau, richtig. Also einfach mal ab und an zwischendurch in die Game-Ansicht gucken hier mit der Taste G, wie gesagt. Und ja, dann können wir mal noch schnell 1, 2 Straßenmarkierungen hier reinlegen. Hier können wir vielleicht auch nochmal die Parkbucht schnell machen. Das kopieren wir uns nochmal mit STRG D. Und dann können wir uns hier nochmal den Parkbucht-Spline kopieren. Na, den wollten wir gerade nicht. Den wollen wir auch nicht. Nehmen wir den hier. So. Hier steht er jetzt ein kleines bisschen über.
schummeln wir einfach mal ein bisschen und schieben den einfach nochmal ein Stückchen rein. Und ja, dann haben wir hier eine schöne Parkbucht. Ja, dann wollen wir mal weiter zu den Markierungen. Dazu können wir halt hier auch erstmal eine ganze Menge auswählen. Da gibt es Fahrradwege in verschiedenen Breiten, Mittelstreifen, Haltelinien und so weiter und so fort. Und weil wir jetzt eigentlich natürlich nicht unbedingt, na, hallo, alles neu machen wollen. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Jetzt funktioniert es besser. So. Hier können wir dann auch alles Mögliche wieder durchschalten, durchprobieren. Einfach schauen, was ist. Und da halt so eine Mittellinie eigentlich in der Regel parallel zum Kannstein läuft, müssen wir nicht das hier einfach nochmal legen, sondern wir können uns hier den Kannstein kopieren und tauschen hier dann halt einfach den Kannstein mit einer gestrichelten Linie aus, platzieren die grob in der Mitte und ja. Auch wieder praktisch gelöst. Ja. So könnt ihr dann halt auch andere Markierungen halt legen, wenn ihr, weiß ich nicht, eine Abbiegemarkierung oder sowas habt. Könnt ihr euch halt einfach wirklich jeden anderen Spline kopieren. Einfach kopieren, austauschen. Dann seht ihr schon, ist der erstmal da. Und wenn ihr jetzt eine gewisse Breite haben wollt, könnt ihr in den Offsets hier zum Beispiel, nehmen wir mal 3 Meter, falsche Richtung, das Stück einfach 3 Meter rausschieben und der ist dann quasi parallel zu eurem vorherigen Spline. Einfach nur dann Apply Offset drücken und dann könnt ihr das hier auch wieder weiterverwenden als, ja, als Grundlage für die weiteren Markierungen. Jo. Was haben wir noch, Toni? Also ich sehe ja jetzt hier vor mir schon, wie du gesagt hast, grob eine wunderschöne Straße. Von daher fällt mir persönlich da jetzt nichts direkt mehr ein. Fällt dir noch was ein? Vielleicht, ja. Wir könnten vielleicht noch ein paar parkende Autos hinstellen. Das war zu lang. Und die Autos werden dann auch zufällig, wie man hier gesehen hat, generiert. Genau. Ihr müsst halt einfach, wenn ihr den Spline benutzen wollt, die Spline-Länge halt einfach festlegen. Ungefähr so lang wie die Haltebucht. Einmal generieren und das ist dann halt Zufall. Beziehungsweise könnt ihr halt auch Typen durchschalten. Hier würden dann LKWs gespawnt werden und so weiter und so fort. Okay, das heißt, der macht dann auch die Abstände etc. alles so perfekt automatisch. Das kann man auch alles nochmal einstellen. Man könnte die halt auch eindrehen. Ist natürlich jetzt hier nicht so
nicht so ganz sinnvoll. Aber dann die Abstände auch nochmal einschalten. Ja, die Höhen werden dann auch automatisch anhand der Räder angepasst. Also wir könnten jetzt auch den Spline woanders hinschieben. Und da, wo die Räder quasi kollidieren, da wird dann vermittelt, wo die Autos stehen sollen. Ja. Gut. Das heißt, jetzt haben wir soweit wirklich alles mit einbezogen. Es war sehr, sehr viel, wie ihr seht. Das Video geht jetzt auch knapp 50 Minuten, aber ihr habt auch gemerkt, jeder einzelne Schritt ist auch wirklich wichtig. Es war auch mal wirklich wichtig für uns, dass wir euch da ganz einfach nochmal ein aktuelles Tutorial geben, wie man da jetzt eben auch so eine Straße baut, wie man da vorgeht, welche einzelnen Schritte man dann auch Stück für Stück gehen sollte. Von daher denke ich, passt das auf jeden Fall auch so. Und ja gut, Timo, dann bedanke ich mich erstmal wirklich für deine Zeit. Bist ja auch zurzeit, wie ich weiß, schwer beschäftigt. Von daher erstmal vielen Dank wirklich für dieses ausführliche Tutorial und einfach für deine Zeit. Danke, Timo. Ja, sehr gerne. Und Leute, dann würde ich sagen, wenn ihr auch vor allem bis hierher geschaut habt, wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß beim Nachmachen. Ich weiß, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen überwältigend, aber das ist ganz normal. Da fangt wirklich einfach von Anfang an Stück für Stück an. Fuchst euch da, wie ich auch immer gern sage, rein. Und dann werdet ihr da auch Erfolg haben, werdet dann auch langfristig die Fähigkeit haben, da die Straßen zum Beispiel jetzt hier in dem Video auch so zu bauen, wie ihr das möchtet. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Timo, nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.